Ich stehe hier vor der Synagoge in der Hohenweide, das Gotteshaus für die jüdische Gemeinde in Hamburg. 1958 hat der damalige Bürgermeister Max Brauer den Grundstein für dieses Gebäude gelegt. Dies war ein sehr wichtiges Ereignis für Hamburg und die jüdische Gemeinde in Hamburg. Und wir fragen uns, warum. Ich bin Anna Menny, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Und unsere erste richtige Frage ist dann, warum der Bau der Synagoge 1958 für die Juden und für Hamburg so wichtig war. Genau, ihr habt euch ja selber auch schon ein bisschen mit der Rede von Max Brauer anlässlich der Grundsteinlegung der Synagoge in der Hohenweide beschäftigt und vielleicht habt ihr selber schon eine Idee oder eine Vermutung, warum das so ein wichtiges Ereignis war. Vielleicht, dass Juden unterdrückt wurden und das ein wichtiges Zeichen ist, dass es nicht mehr so ist. Also das wäre sozusagen aus Sicht der Stadt, dass man sagt, das ist so eine Art Symbol, dass jüdisches Leben wieder möglich ist in Hamburg. Und auch für die Juden, dass die einen Versammlungsort wieder haben. Und so wieder ihre Religion ausleben können und sich nicht verstecken müssen. Und warum braucht es überhaupt einen neuen Versammlungsort? Wisst ihr das? Die wurden ja alle abgebombt. Die wurden alle zerstört im Zweiten Weltkrieg. Die wurden nicht nur durch Bomben zerstört, sondern die wurden in den meisten Fällen mutwillig zerstört. Also durch Feuer, das gelegt wurde, oder eben durch brutale Gewalt sozusagen. Und viele der Synagogen sind eben am 9. November oder in der Nacht vom 9. auf den 10. November zerstört worden, in der sogenannten Pogromnacht. Und wenn ihr darauf achtet, wann diese Rede gehalten worden ist, habt ihr mal auf das Datum geachtet? Ich glaube, das war der 9.11.1954, oder? 1958, genau, aber es ist eben auch der 9. November gewesen und damit ein ganz bewusst gewähltes Datum. Also man wollte eben auch daran erinnern, dass am 9. November 1938 die ehemalige Hauptsynagoge am Bornplatz zerstört worden war durch die Nationalsozialisten. Warum hatte Max Brauer so ein großes Interesse daran, das jüdische Leben wiederherzustellen? Genau, auch da würde ich die Frage erstmal an euch zurückspielen. Habt ihr da in der Rede irgendwas gefunden? Also an manchen Stellen berichtet er ja auch über seine persönliche Biografie. Also ich denke, weil er vielleicht irgendwie persönliche Verhältnisse zu einigen Juden hatten, die eventuell gestorben sind oder flüchten mussten, oder wahrscheinlich eins von beiden. Und deshalb will er halt, denke ich, diese Leben und die anderen jüdischen Leben wiederherstellen, weil er dadurch halt auch Mitgefühl empfindet. Und er ist ja auch geflohen aus politischen Gründen. Und er hat, glaube ich, auch gesagt, dass er dadurch auch eine Verbundenheit hat zu den Juden, die geflüchtet sind. Genau, damit habt ihr schon zwei wichtige Aspekte, die er eben in seiner Rede auch benennt, genannt. Also zum einen eben seine persönliche Verbundenheit zu einzelnen jüdischen Persönlichkeiten. Er erwähnt in seiner Rede ja den ehemaligen Oberrabbiner Josef Carlebach, aber auch andere Persönlichkeiten und auch seine guten Beziehungen zur jüdischen Gemeinde in Altona. Und zum anderen eben seine eigenen Exilerfahrungen. Und auch da gibt es einen Abschnitt in der Rede, wo er ganz bewusst auch die Geretteten im Exil grüßt, also sozusagen die ehemaligen jüdischen Hamburgerinnen und Hamburger, die überleben konnten, weil sie rechtzeitig geflohen sind. Gab es auch welche, die mit dem Bau der Synagoge nicht einverstanden waren oder dagegen waren und warum oder aus welchen Gründen? Was vermutet ihr? Ja, klar, oder? Es gibt ja immer Leute, die gegen was sind. Ja, ich glaube, also vielleicht könnte es auch sein, dass selber die Juden manche dagegen waren, weil sie vielleicht gedacht haben, oh, die wird sowieso wieder abgerissen oder irgendwie Angst hatten, dass das jetzt falsch verstanden werden könnte. Also es gab tatsächlich auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaften Diskussionen, ob man überhaupt wieder Synagogen in Deutschland oder in der Bundesrepublik bauen sollte, ob man eben überhaupt hier weiter leben dürfte, ob Deutschland sozusagen ein Land sein könnte, wo es wieder jüdisches Leben in Zukunft geben könnte. Das waren sozusagen Diskussionen in den ersten Jahren der Nachkriegszeit, weil viele Juden auch gesagt haben, in Deutschland darf man nicht mehr leben. Deutschland ist das Land der Mörder, das Land der Täter, da ist kein jüdisches Leben mehr möglich. Und von daher war das natürlich mit dem Bau der Synagoge oder mit der Grundsteinlegung ein erstes wichtiges Zeichen, dass man gesagt hat, oder dass zumindest sich einige jüdische Gemeinschaften dazu entschieden haben zu sagen, wir leben jetzt hier schon wieder fast 15 Jahre, wir brauchen hier auch ein Betshaus und wir können uns
wenn auch vielleicht noch etwas vorsichtig, eine Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland in Hamburg vorstellen. Wissen Sie auch, wer die Idee für den Bau der Synagoge hatte? Die jüdische Gemeinde hatte dann ein Bedürfnis, einen geeigneten Raum zu haben, einen geeigneten Ort zu haben für ihre religiösen Feierlichkeiten, für ihre Gebete. Bis dahin gab es eben nur so provisorische Beträume, die noch bestanden, zum einen im Altenheim in der Seelandstraße und zum anderen in der Kieler Allee. Und die reichten aber nicht aus, hatten auch nicht genug Platz bei den hohen Feierlichkeiten für alle Gemeindemitglieder. Und so entstand dann eben das Bedürfnis, dass man eine neue Synagoge brauchte. Musste die Synagoge schon immer Polizeischutz haben oder wurde das irgendwann später eingeführt? Also der Polizeischutz, kann man dazu sagen, ist auf jeden Fall eine Auflage vom Staat, also dass jüdische Einrichtungen geschützt werden müssen, um eben aufzupassen, dass dort nichts passiert. Und das ist natürlich aus den Erfahrungen der NS-Zeit gespeist, wo jüdische Einrichtungen eben angegriffen worden sind. Und deswegen gibt es bis heute an den jüdischen Einrichtungen, wie eben an der Synagoge oder auch an der jüdischen Schule hier im Grindelviertel, diesen Polizeischutz. Das war auch schon unser Video. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Anna Menny, dass sie sich Zeit für uns genommen hat. Und wir hoffen, das Video hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ja auch was gelernt.